Hallo liebe Häkelfreunde, dieses Mal habe ich einen Cardigan mit Seitentaschen gehäkelt. Ein absolut alltagstaugliches Jäckchen also. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Taschen in Cardigans. Da kann man allerlei Nützliches unterbringen, wie zum Beispiel Taschentücher, Schlüssel, Handy und so weiter. Seht ihr das genauso? Schreibt doch unter diesem Video, ob ihr auch Taschenfreunde seid oder ob euch das nicht so wichtig ist. Bei diesem Video ist mir ein kleines Missgeschick passiert, aber dazu später mehr an der entsprechenden Stelle. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wenn euch das Video gefällt und ihr noch weitere Häkelprojekte sehen möchtet. Dieses Mal habe ich von Utopia Crafts das Joy verwendet. Es besteht aus 100% Polyacryl. Auf 50 Gramm kommen 150 Meter. Und die empfohlene Nadelstärke ist 3,5 bis 4,5. Die Farbe hat die Nummer UJ29 und heißt Grau Melange. Dazu verwende ich die Häkelnadel mit der Stärke 5 mm. Außerdem braucht ihr noch eine Schere, ein Maßband, eine Stopfnadel und Maschenmarkierer. Zunächst machen wir eine Schlaufe. Dann schlagen wir eine Luftmaschenkette an. Um die Länge der Luftmaschenkette zu ermitteln, müsst ihr euch überlegen, wie lang euer Cardigan sein soll. Dann messt ihr von vorne nach hinten über den Schulteransatz am Nacken ab, wie lang eure Kette sein muss. Geizt nicht beim Messen, messt lieber etwas länger als zu kurz. Bei mir sind es 200 Luftmaschen geworden. Jetzt mache ich eine Wendeluftmasche. Das ist die Kette von vorne. Wir brauchen aber die Rückseite, da uns die hinteren Schlaufen hier interessieren. Wir beginnen mit einer Reihe Kettmaschen. Dafür stechen wir in die Schlaufe ein, holen den Faden durch und ziehen diesen direkt weiter durch die Schlaufe auf der Nadel. Einstechen, Faden durchholen und direkt weiter durch die Schlaufe ziehen. Am Ende der Reihe machen wir eine Wendeluftmasche und drehen das Häkelstück. Ab jetzt häkeln wir in die hinteren Maschenschlaufen. Das sind die Faust der Maschen. Wir häkeln aber nur in die hinteren Maschenschlaufen, diese hier. In diese häkeln wir wieder eine Reihe Kettmaschen. Hier kommt wieder eine kleine Erinnerung. Wenn euch meine Videos gefallen, denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst ihr meine wöchentlichen Videos nicht. Und natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr meine Videos liked, kommentiert und teilt.
So sieht das nach 2 Reihen aus. Wir machen wieder eine Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Und nun häkeln wir eine 3. Reihe Kettmaschen. Wieder nur in die hinteren Maschenschlaufen. Es folgt eine Wendeluftmasche und wir drehen. Wir häkeln weiterhin in die hinteren Maschenschlaufen, aber wir machen jetzt eine Reihe Stäbchen. Ich starte mit einem Ersatzstäbchen. Für mein Ersatzstäbchen mache ich zuerst eine feste Masche. Ich habe hier die beiden senkrechten Maschenschlaufen der festen Masche. Mich interessiert aber nur diese hier. Ich steche in diese Schlaufe ein und mache eine weitere feste Masche. Mein Ersatzstäbchen besteht also aus 2 festen Maschen übereinander. Das markiere ich. Und jetzt häkeln wir in die hinteren Maschenschlaufen echte Stäbchen. Wir nehmen einen Umschlag auf die Nadel, stechen in die hintere Schlaufe, holen den Faden durch, holen den Faden nochmal und ziehen diesen durch 2 Schlaufen auf der Nadel durch. Dann holen wir den Faden wieder und ziehen diesen durch die verbliebenen Schlaufen auf der Nadel. Und so häkeln wir die ganze Reihe entlang. So sieht das jetzt aus. Es folgt wie immer eine Wendeluftmasche und wir drehen auf die andere Seite. Die 4. Reihe besteht wieder aus Kettmaschen. In der 5. Reihe häkeln wir ebenfalls Kettmaschen. Das ist unser Muster. 3 Reihen Kettmaschen, eine Reihe Stäbchen, 3 Reihen Kettmaschen, eine Reihe Stäbchen und so weiter. Ich habe die 3 Reihen Kettmaschen gehäkelt und zeige euch nochmal, wie ich die Stäbchenreihe beginne. Zunächst kommt das Ersatzstäbchen.
Dann häkeln wir normale Stäbchen. Wie bereits in dieser Reihe hier. Und so geht es weiter. 3 Reihen Kettmaschen, eine Reihe Stäbchen, 3 Reihen, eine Reihe, 3 Reihen und so weiter. Damit wir wissen, wie weit wir häkeln müssen, messen wir uns aus. Vom Halsansatz aus überlegen wir, wie weit der Cardigan gehen soll und wo dann die Ärmel beginnen sollen. Dieses Stück messen wir dann aus. Und genau so breit sollte unser Häkelteil fürs Erste werden. So sieht meins aus. Hier habe ich aufgehört. Messen wir das mal aus, wie breit es geworden ist. Es sind 22 cm. Ich habe hier die Mitte markiert. Ab hier teile ich Vorderteil und Rückenteil auf. Ich häkle von hier bis hier. Das ist die erste Masche vom Vorderteil. Also ist das hier meine letzte Masche vom Rückenteil. Und jetzt höre ich an der Stelle mit der Reihe auf, mache eine Wendeluftmasche und drehe meinen Cardigan. Dann mache ich einfach mit dem Muster weiter. Ich häkle so lange in meinem Muster hin und her, bis ich meine gewünschte Halsausschnittsbreite erreicht habe. Diese messen wir einfach von der einen Seite des Halses zur anderen Seite des Halses, über den hinteren Halsbereich. Bleibt aber ruhig 1 bis 2 cm vom Halsansatz weg. Wir haben hier die Schulterpartie, hier die Halspartie. Wenn diese breit genug ist, können wir wieder hier hoch und die zweite Schulterpartie häkeln. Das ist meine letzte Masche. Das war eine Stäbchenreihe. Jetzt machen wir Luftmaschen in der gleichen Anzahl wie hier drüben. Ich habe das gemacht. Nun folgt eine Wendeluftmasche und das Umdrehen der Kette. Und wir starten hier genauso, wie wir das zu Beginn getan haben, in die hinteren Schlaufen der Kette. Ich folge hier dem Muster. Bei mir sind an dieser Stelle Kettmaschen. Das würde ich euch auch empfehlen, dass ihr so häkelt, dass bei euch nach der Verlängerung Kettmaschen folgen. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und jetzt geht es wie zuvor in die hinteren Maschenschlaufen weiter. Ab hier ist es total einfach. Wir häkeln die gleiche Anzahl an Reihen wie auf der anderen Seite. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt folgen die Ärmel. Auf der anderen Seite habe ich den Ärmel bereits gehäkelt. Das geht einfach im Muster so weiter. Auf dieser Seite häkeln wir ihn zusammen. Ich falte das mal auf.
Meine Markierungen habe ich schon gesetzt. Von hier aus häkeln wir den Ärmel. Um eure Ärmelweite zu ermitteln, messt ihr einfach locker um euren Arm herum. Das Maß, das hier herauskommt, ist die Weite, die ihr am Seitenteil des Cardigans markiert. Und zwar mittig. Ich messe das bei mir mal aus. Das sind ca. 43 cm. Ich habe eine Schlaufe auf die Häkelnadel gelegt. Die markierten Maschen gehören nicht zum Ärmel, also starte ich in die Masche daneben. Bei mir kommt eine Stäbchenreihe. Statt eines Ersatzstäbchens nehme ich einen Umschlag auf die Nadel und steche in die erste Masche, also in deren hintere Schlaufe, und mache so ein Stäbchen, als ob meine Schlaufe auf der Nadel bereits mit einer Masche verbunden wäre. Und man könnte auch 3 Luftmaschen machen oder ein Ersatzstäbchen. Das könnt ihr machen, wie es euch gefällt. Danach machen wir mit normalen Stäbchen weiter. Es folgt eine Reihe Kettmaschen. Letztlich führen wir hier unser Muster fort, nur auf einer kleineren Fläche, ohne Zunahmen, ohne Abnahmen. Mein Ärmel ist im Muster gehäkelt. Ich habe den Cardigan immer wieder anprobiert und geschaut, wie weit der Ärmel reichen soll. Am Ärmelende möchte ich noch ein Bündchen haben. Kein enges, einfach nur ein Abschlussbündchen. So wie ich das am anderen Ärmel bereits gemacht habe. Wenn man es länger macht, kann man es sogar krempeln. Das kann man machen, wie man möchte. Das Bündchen besteht ganz simpel aus Kettmaschen. Reihe für Reihe werden einfach Kettmaschen gehäkelt. Ich messe mal nach. Das sind ca. 7 cm. Dafür habe ich 22 Reihen gehäkelt. Das zweite Bündchen ist nun auch gehäkelt. Jetzt müssen wir die Seiten und die Ärmel schließen. Wir starten hier. Da habe ich mir etwas Wolle dafür übrig gelassen. Wir beginnen also hier den Ärmel entlang, die Seite runter bis zur Markierung. In dem markierten Bereich kommt unsere Taschenöffnung hin. Das Stückchen darunter wird natürlich auch geschlossen. Das machen wir aber von der linken Seite, daher drehe ich die Jacke erstmal von innen nach außen. Hier geht es dann los. Das war meine letzte Masche. Hier die letzte Reihe. Ich ziehe das Wollende durch die Schlaufe durch. Dann fädele ich es in eine Stopfnadel ein. Ich hätte es gern, dass die Rippen möglichst gut aufeinandertreffen. Deshalb werde ich mittig in die Rippe einstechen, auf beiden Seiten. Da seht ihr, immer in die Mitte.
Und auf der anderen Seite auch. Das sind die Rippen immer in die Mitte. Versuchen wir das einfach mal. Erst einmal den Rand verbinden. Jetzt steche ich von hinten in die Mitte der Rippe ein. Und hier von vorne, auch in die Mitte der Rippe. Dann ziehe ich den Faden durch. Bei der nächsten Rippe genauso. Sieht doch ganz okay aus. So kann man also weitermachen. Im Musterbereich mache ich das genauso. Bei den Stäbchen steche ich einmal hier und daneben nochmal ein und entsprechend auf der anderen Seite hier und da. Und das mache ich bis hier, bis zum Ärmelende. Das ist mein Nähfädchen, hier ist schon alles geschlossen. Jetzt möchte ich aber hier entlang bis zur Tasche und dahinter mit festen Maschen zusammenhäkeln. Also was mache ich? Ich nehme das Fädchen und versuche so eng wie möglich am Cardigan eine Schlaufe zu machen. So eng wie es nur geht. So, das geht einigermaßen. Dann mache ich eine feste Masche neben den Markierungen. Okay, das kann man so lassen. Jetzt kann ich entlang der Seite mit festen Maschen zusammenhäkeln. Ich mache das einmal in die innere Schlaufe der Masche und auf der anderen Seite in die äußere. So häkle ich bis zur Taschenöffnung. Ich habe die Stelle erreicht und schneide den Faden ab. Dann mache ich eine Luftmasche, ziehe den Faden durch und fest. Jetzt fehlt nur noch dieses Stückchen. Das machen wir auch mit festen Maschen zu. Eure Taschenöffnung sollte natürlich so breit sein, dass eure Hand hier durchpasst. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Saumbündchen. Dort soll genau das gleiche Bündchen hin wie bei den Ärmeln. Ihr könnt das so lange machen, wie ihr wollt. Wir starten in der Ecke. Im Bereich der Kettmaschen steche ich wieder mittig in die Rippen.
Im Stäbchenbereich einmal rechts und einmal links. Das häkeln wir jetzt vor und zurück, wieder vor und zurück und so weiter, bis wir die gewünschte Breite erreicht haben. An dieser Stelle ist mir das Missgeschick passiert. Und zwar habe ich die Aufnahmen von der Fertigstellung des Saumbündchens und dem Beginn der Blende unwiederbringlich gelöscht. Daher zeige ich euch hier ein Bild vom fertigen Saumbündchen. Es ist genauso breit geworden wie die Ärmelbündchen. An der Stelle, wo meine letzte Reihe zu Ende war, am blauen Pfeil, habe ich direkt mit der Blende angefangen. Die Blende habe ich ebenfalls aus Kettmaschen gehäkelt, aber etwas breiter als das Bündchen. Für die Blende habe ich 33 Reihen gehäkelt. Die ist ca. 10 cm breit. Sie wirkt aber etwas breiter, da das Muster in dem Bereich ebenfalls mit Kettmaschen geendet ist. So sieht die Blende fertig aus. Es tut mir wirklich leid, dass ich die Aufnahmen gelöscht habe. Auch wenn ihr das sicher leicht nachvollziehen könnt, fehlt dennoch ein Teil der Häkelanleitung. Die Blende kann man dann im Halsbereich leicht umschlagen. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Taschen und die machen wir jetzt zusammen. Die Markierungen sind in der ersten und der letzten Masche unserer Taschenöffnung. Hier unten ist der Saum. Dort oben ist der Ärmel. Wir beginnen auf beiden Seiten von oben und häkeln nach unten. Ich habe eine Schlaufe auf die Nadel gelegt und schaue erstmal, wo ich den Faden verankern kann. Dafür suche ich mir einen geeigneten Platz neben der Markierung. Da sieht es ganz gut aus. Versuche ich einfach mal. Ja, das passt. Jetzt entferne ich die Markierung und dann häkle ich im Muster weiter. Auf dieser Seite muss ich in die vorderen Maschenschlaufen häkeln, damit das Muster passt. Erst brauchen wir ein Ersatzstäbchen. In die gleiche Schlaufe häkeln wir noch ein weiteres Stäbchen. Dann häkeln wir Stäbchen bis zur Markierung. In die letzte Masche kommen wieder 2 Stäbchen. Das zweite Stäbchen verankere ich noch zusätzlich daneben. Ich bilde mir ein, dass die Ecken damit besser halten und schöner aussehen. In der zweiten Reihe häkeln wir Kettmaschen in die hinteren Schlaufen.
In der dritten Reihe ebenfalls. So, das hier ist ja der Saum. Unsere Tasche braucht eine gewisse Tiefe. Also machen wir eine Luftmaschenkette. Die darf aber nicht zu lang sein, damit die Tasche am Ende nicht unten heraushängt. In meinem Fall habe ich 12 Luftmaschen für die Tasche angeschlagen und eine Wendeluftmasche. Dann häkeln wir in die hinteren Schlaufen Kettmaschen. So sieht das nach der vierten Reihe aus. In der fünften Reihe machen wir feste Maschen in die hinteren Maschenschlaufen. Ich habe die Tasche so angefangen, um das Muster fortzuführen, damit es im Sichtbereich der Tasche ebenfalls schön aussieht. Ab der sechsten Reihe häkeln wir in festen Maschen in beide Maschenschlaufen. Am Ende der Reihe haben wir noch 2 Maschen übrig. Diese häkeln wir nun zusammen. Wir stechen in die erste Masche ein und holen den Faden durch. Dann stechen wir in die zweite, die letzte Masche ein und holen den Faden hier durch. Wir holen den Faden nochmal und ziehen diesen durch alle Schlaufen auf der Nadel. Die siebte und achte Reihe häkeln wir in festen Maschen. In der achten Reihe sehen wir uns kurz vor Ende wieder. Hier haben wir wieder 2 Maschen übrig. Diese häkeln wir zusammen. Durch das Zusammenhäkeln entsteht ein leichter Bogen. Wir häkeln also runter, wieder hoch, oben häkeln wir die letzten beiden Maschen zusammen, häkeln wieder runter und so weiter. Das machen wir bis einschließlich Reihe 16. Ich bin in der 16. Reihe angekommen und häkle die letzten beiden Maschen zusammen.
Jetzt kommt die 17. Reihe. Ab hier häkeln wir in jeder Reihe die oberen 2 Maschen, also die am oberen Taschenrand, zusammen. Dadurch wird der Bogen etwas steiler. Wir häkeln bis hier und dann wieder zurück. Hier häkeln wir die letzten beiden Maschen zusammen. Gleich nach dem Drehen häkeln wir direkt die ersten beiden Maschen zusammen. Das machen wir bis einschließlich Reihe 24. So sieht das jetzt aus. Seht ihr, wie der Bogen etwas steiler geworden ist? Ich bin am Ende der 24. Reihe und häkle die letzten beiden Maschen zusammen. Nun kommt Reihe 25. Direkt zu Beginn häkle ich die ersten beiden Maschen zusammen und dann noch die nächsten beiden. Wir häkeln runter und in der 26. Reihe wieder hoch. Am Ende der 26. Reihe haben wir noch 4 Maschen übrig. Wir häkeln die nächsten beiden zusammen und die letzten beiden ebenfalls. Wir machen eine Wendeluftmasche, drehen die Tasche und häkeln direkt die ersten beiden Maschen zusammen. Und die nächsten beiden auch noch. Eine Seite unserer Tasche ist nun fertig. So sieht sie aus. Wir schneiden den Faden ab. Dann machen wir eine Luftmasche, ziehen den Faden durch und fest. An diese Seite häkeln wir die andere Taschenseite. Wir starten wieder von oben. Aber unsere erste Reihe häkeln wir nicht in die vorderen Maschenschlaufen, sondern in die hinteren. Dann läuft das Muster schön über. Hier haben wir die beiden Taschenteile. Diese müssen wir noch verbinden. Dafür legen wir sie einfach so übereinander. Dann nähen wir sie entlang der Kanten zusammen. Wir stechen von der einen Seite zur anderen ein und ziehen den Faden durch. Das ist wirklich einfach und das Ergebnis ordentlich. Damit die Tasche nicht herumschwankt,
befestige ich sie an 3 Punkten. Das müsst ihr nicht machen, mir gefällt es aber so viel besser. Das verhindert auch, dass die Tasche nach unten durchhängt. Auf der anderen Seite habe ich das bereits gemacht. Wenn man das hochhebt, hängt sie nicht umher, seht ihr? Ich steche mit der Nadel so ein, dass es auf der rechten Seite nicht sichtbar ist und erfasse die Ecke der Tasche. 2 bis 3 solcher Stiche genügen vollkommen. Und auf keinen Fall dürft ihr fest zuziehen, nur ganz leicht, bis der Faden anliegt. Das reicht völlig. Ansonsten sieht das von der rechten Seite überhaupt nicht gut aus. Unser Cardigan ist fertig. Wie findet ihr ihn? Würdet ihr ihn gerne nachhäkeln? Ich freue mich sehr, wenn ihr bis hierher dabei wart. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Ich lade jede Woche ein neues Video hoch, also schaut gerne vorbei. Bis bald!